Ja, hallo liebe Technologiefreunde, willkommen zu einer neuen Folge von M-Dynamics Innovation Portal. Und heute darf ich den Matthias und die Stella begrüßen. Wir haben euch ja in dem letzten Video gezeigt, wie wir beispielsweise die Objektivierung durchführen, die auch Auto, Motor und Sport nach unserer Methode angewendet hat. Und das Ganze ja am Beispiel des Spurhalteassistenten. Aber jeder weiß von Ihnen bestimmt auch, ja, subjektiv fühlt sich doch ein Auto manchmal anders an. Und deshalb wollen wir heute uns damit beschäftigen, wie wichtig auch die Subjektivbewertung des Ganzen ist. Genau, Tristan. Und diese Subjektivwerte erhalten wir im Rahmen von Probandenstudien, beispielsweise mit Funktionsentwicklern, Experten, aber auch mit Kunden. Ganz wichtig ist eben, diese Werte zeitnah zu erfassen. Dafür haben wir eine App entwickelt, das ist die MX-Eval-App, da können wir euch gerne nachher auch was zeigen. Der wichtigste Sensor ist einfach der Mensch am Ende, neben den ganzen Objektivwerten, die wir erfassen. Und wir zeigen euch dann auch mal, wie einfach man sowas konfigurieren kann, und im Fahrzeug werden wir das dann wieder live erleben. Mit unserer App können wir subjektive Bewertungen, aber auch Kommentare von jeglichen Funktionsentwicklern, Experten, aber auch Kunden direkt in Echtzeit im Fahrzeug erfassen, und somit können wir einfach gewährleisten, dass keine Daten verloren gehen. Ein Vorteil von unserer App ist zudem, dass wir nicht jederzeit einen Interviewer im Fahrzeug brauchen, denn der Co-Pilot kann die Rolle des Interviewers mit unserer App übernehmen. Wir befinden uns jetzt im Auto. Ich aktiviere unser Lane-Keeping-System. Das ist in dem Fall der Travel Assist von dem Cupra Leon, und können jetzt direkt hier mit der MX-Eval-App unser System bewerten. In unserer MX-Eval-App können wir sowohl eine numerische Bewertung als auch eine Eigenschaftsbewertung durchführen. Unser erstes Kriterium, Matthias, wäre jetzt die Spurführungsgüte, die du bitte, nachdem du das Manöver durchgeführt hast, auf einer Skala von 1 bis 10 bitte bewertest. Genau, ich mache jetzt hier so eine Art Hands-off-Szenario, weil ich wirklich die Mittenführung beurteilen will. Nehme meine Hände leicht weg und sehe, das Fahrzeug führt eigentlich sehr gut nach und bleibt in dem Fall in der Spurmitte. Da können wir durchaus eine 8,5 sogar hergeben. Ja, die andere große Frage ist natürlich dann nochmal die Detaillierung in der Antwort. Seda, vielleicht gehst du mal auf das zweite Kriterium aus unserem Standardkatalog. Das zweite Kriterium wäre dann die Eingriffsstärke beispielsweise, und wir können auch in der App, wie du siehst, Matthias, Eigenschaften sammeln. Ich werde jetzt mal mit einem Hands-on-Manöver auch mal die Ränder ein bisschen anfahren, um dann eben zu sehen, das Fahrzeug greift sehr, sehr früh ein und muss deswegen auch nur sehr schwach eingreifen. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, sogar Ticken zu früh, aber es ist mit 8,5 so nah am Optimum, dass es eigentlich nicht viel Raum zur Verbesserung gibt. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch an, wie wir das Ganze konfigurieren. Zum einen unser objektives Auswertetool MX-Eval. Da wird man jetzt zum Beispiel schön sehen, dass wir ein Fahrzeug in den Messdaten haben, was sehr früh eingreift, aber eher schwach, und eins, was sehr spät und dann sehr stark eingreifen muss. Bezug nehmend dann auf das, was man eben auf der Teststrecke sieht, wie sich so ein Lane-Keeping-System verhält. Daneben ist unser MX-Eval App Manager noch sichtbar. Hier können wir die ganze App, wie man es jetzt hier auf dem Tablet unten sieht, konfigurieren und auch in dem View-Mode immer die Vorschau sehen in der Windows-Ansicht und uns da genauso durchklicken und schauen, ob wir alles richtig konfiguriert haben, bevor wir es dann wirklich aufs Tablet bringen. Wenn wir jetzt einzelne Fragen konfigurieren wollen, dann kann man sich das relativ einfach zusammenklicken, indem man zum Beispiel seinen Katalog auswählt. Das ist jetzt hier einer für Fahrerassistenzsystem aus unserem Standardkatalog. Den könnte ich jetzt auch frei editieren und nehme so ein Kriterium wie diese Eingriffsstärke und kann da sagen, wie soll das Kriterium heißen, was für Unterkriterien gibt es, welche Farben möchte ich mir konfigurieren, soll das grün sein, soll das blau sein, soll das rot sein, auch einfach um den Fahrer zu unterstützen, damit er immer gleich weiß, was ist vielleicht gut und was ist vielleicht schlecht.
Eine ganz neue Funktion bei uns ist der Co-Pilot. Wir sehen hier unseren Standort Memmingen. Wir sitzen hier gleich neben dem Flughafen und können uns jetzt eigentlich wie ein Navigationssystem eine Beurteilungsroute definieren, indem wir einzelne Point of Interest setzen. Ich habe mal hier einen neuen hinzugefügt, den PUI 5. Das ist die Landstraße hier gleich. Und kann diese dann nochmal editieren. Nennt es zum Beispiel die Lane Keeping Qualität und kann dann sagen, meine App soll mir bei GPS-basiertem Erreichen dieses Punktes eine Frage zeigen, damit ich ganz alleine im Auto evaluieren kann. Ich brauche dann keinen erfahrenen Beifahrer mehr, der mir Anweisungen gibt, sondern das übernimmt unser Co-Pilot. Und in dem Fall würde ich jetzt sagen, er soll schon 50 Meter vorher mir die Frage zeigen. Ich will eine Frage beurteilen zum wieder Lane Keeping Quality, wähle diese aus, das wäre dann die 1 bis 10er, kann noch Bilder hinzufügen, ich kann noch Audiohinweise dazufügen und wir entwickeln das natürlich ständig weiter. Dann speichere ich, push den ganzen Katalog aufs Tablet oder schaue ihn mir wie gesagt in der Windows-Ansicht an und dann kann man direkt loslegen. Ja, toll. Seda und Matthias, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, was ich für mich persönlich jetzt mitgenommen habe, ist die Wichtigkeit, wirklich eine Toolkette in Gänze im Entwicklungsprozess aufzubauen. Also einmal von der Simulation bis ins Realfahrzeug und auch den Menschen so früh wie möglich eigentlich schon in den Entwicklungsprozess einzubauen. Nicht erst im Fahrzeug, sondern schon in der Simulation, weil ich kann es ja in der Simulation genauso bewerten. Genau, von Anfang an valide Systeme entwickeln. Ja, da freue ich mich schon auf die nächsten Videos und wir werden uns dann ja auch nochmal MX Eval noch tiefer eingehen und nochmal genauer uns anschauen, was das Tool auch noch in der Tiefe wirklich kann. Und dann werden wir auch irgendwann nochmal auf den Simulator gehen und auch schauen, wie praktisch die Toolkette auf einem dynamischen Fahrsimulator wird. Dann erstmal nochmal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.